Moin und willkommen auf meinem Kanal. Es ist gerade angenehmes Wetter, so um die 17, 18 Grad, sonnig und es wird wieder Zeit, einen weiteren See zu bezwingen. Ich bin hier in Bad Segeberg und ich möchte den großen Segeberger See umrunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei wieder begleitet. Die Anfahrt war ein bisschen schwierig, weil wegen eines Reitturniers war der Parkplatz gesperrt, aber ich habe noch einen gefunden im angrenzenden Gewerbegebiet, wo ein Futterhaus ist. Dort konnte ich parken, da war auch kein Parkverbotsschild. Und ich musste so leicht die Strecke auch noch anpassen, weil bei dem Turnierplatz, wo ich eigentlich parken wollte, gerade ein Reitturnier ist. Wenn man schon mal in Bad Segeberg ist, nimmt man alles mit. Also Reitturniere und die Karl-May-Festspiele. Es ist kurz vor 10, glaube ich, oder kurz nach 10. Und ich möchte am Nachmittag schon wieder raus sein hier aus Bad Segeberg, weil denn da so ziemlich der Anreiseverkehr für die Karl-May-Festspiele stattfinden. Aber wir gehen erstmal los. Die Strecke wird ungefähr so 9 Kilometer sein. Hier haben wir dann schon mal einen schönen Blick auf den großen Segeberger See. Hier dann auch gleich die Fakten. Die Größe ist ungefähr 1,726 Quadratkilometer, Länge 2,6 Kilometer, Breite 1,3 Kilometer. Das Volumen beträgt 10,8 Millionen Kubikmeter. Der Umfang ist 8,3 Kilometer. Maximale Tiefe hat er 12 Meter. Die mittlere Tiefe 8,26 Meter und das Einzugsgebiet ist 8,7 Quadratkilometer. Und hier haben wir wieder eine Übersichtskarte gefunden, wo auch der große Segeberger See ist. Also gestartet bin ich hier ungefähr, steht mein Auto. Dann bin ich hier durch den Park gelaufen und befinde mich jetzt hier. Also ich muss noch komplett rum. Hier ist angegeben die Strecke mit 9,5 Kilometer und 2 Stunden 40. Der große Segeberger See ist übrigens die Nummer 24 in der Iron Lake Challenge, also der zweitkleinste See. Für alle, die hier auch noch lang wollen oder sich entschließen, jetzt nach dem Video hier lang zu gehen. Es ist bis jetzt ein wunderbarer Weg, immer schön am See entlang. Aber ich weiß, es wird näher auch noch gleich weg vom See gehen, wo es durch eine Ortschaft geht, weil ich war hier schon mal. Dort war ich unterwegs mit Liz und unserem Enkelhund Sam. Aber das Stück beim Ort entlang ist eigentlich relativ kurz und man kommt dann gleich wieder runter an den See. Das ist ja mal richtig klasse. Ein Popcorn-Automat. Den hatte ich schon gesehen bei unserer ersten Tour hier. Und wenn man einen Snack braucht, ist das gar nicht mal so schlecht. Man kann sogar noch auswählen zwischen salzig oder süß.
und der Preis liegt bei 3,50. Also falls jemand seine Verpflegung vergessen hat, kann sich hier etwas holen. Ich hoffe, die Aufnahmen von oben haben euch gefallen. Ich musste kurzzeitig auch beim Runterholen der Drohne die Drohne abbremsen, weil eine Reiterin vorbeikam und ich wollte nicht, dass das Pferd durchgeht, wobei das Pferd und die Reiterin sehr entspannt gewesen sind. Das war übrigens auch das kleine Stück, wo wir nicht direkt am See entlang gehen, aber ich werde gleich wieder abbiegen und dann sind wir wieder am Bad Segeberger See und da wird es dann auch ziemlich weitergehen. Wie gesagt, eine sehr schöne Strecke und man sieht viel See. Auf der Umrundung des großen Segeberger Sees auch nicht wundern. Hier hinter der Stelle, wo ich gerade bin, sieht man immer wieder mal Sportstudenten, die einen Hügel für ihr Training nutzen. Also sie laufen immer mit Vollspeed nach oben und kommen dann ganz langsam wieder runter. Jetzt komme ich gleich noch mal auf eine kurze Asphaltstrecke, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, weil es geht genau auf die Straße und es sollte auch eine Kurve da drin sein. Aber dann geht es wieder direkt auf einen so schönen Wanderweg wie hier jetzt, direkt am See entlang. So, an dem großen Segeberger See kann ich jetzt auch einen Haken dran machen. Also erst die Nummer 24 in der Iron Lake Challenge und es war mein 18. See, den ich in der Iron Lake Challenge umrundet habe. Diese Richtung, das sind nur noch
100, 200 Meter sollte hoffentlich noch mein Auto stehen. Und ich muss sagen, der Wanderweg ist super schön, ganz wenig Asphalt, ganz wenig durch Ortschaften und man findet immer wieder Rastplätze, wenn man sich ausruhen möchte. Die Runde war jetzt ungefähr 9 Kilometer. Die genauen Zahlen natürlich wieder in der animierten Wanderkarte zu sehen. Da könnt ihr wieder entnehmen, was ich gelaufen bin und welche Zeit ich wirklich gebraucht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Likes, Kommentare sehr freuen. Und wer natürlich neu gerade auf meinem Kanal gelandet ist, hinterlässt auch gerne ein kostenloses Abo. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss!